Im Kanal begrüßen zu dürfen. Was gibt's heute Neues? Heute gibt's Simson. Und was? Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar geht es um Zündkerzen. Ja, nicht nur Zündkerzen, sondern noch viel mehr. Wenn es euch interessiert, bleibt jetzt dran. Womit fangen wir an? Hinter mir seht ihr eine wunderschöne Simson. Das ist meine Alltags-Simson, mit der ich zu meiner Lehrzeit umhergefahren bin. Und jetzt passt mal auf, sie steht nicht einfach nur so da. Ich habe zwar hier gerade ein bisschen ein Platzproblem, weil hier gerade das eine oder andere Projekt herrscht. Das kennt ihr ja schon. Wer meinen Kanal verfolgt, der kennt ja hier die Thematik. Aber jetzt zurück zur Simson. Und zwar das gute Stück. Hier fangen wir zuerst mal mit einem Kompressionstest an. Warum? Erzähle ich euch gleich. Dafür verwende ich zwei unterschiedliche Kompressionsprüfgeräte. Und zwar, die sind beide nicht geeicht, aber einfach mal, um festzustellen, wie weit liegen sie auseinander. Diesen Motor, den habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit revidiert. Leider gab es dafür noch keinen Film, weil ich zu der Zeit noch nichts mit YouTube gemacht habe. Was wir hier haben, wir haben hier einen originalen DDR-Zylinder. Den Zylinder habe ich ausschleifen lassen und der hat auch einen neuen Megu-Kolben drin, also quasi die Nachfertigung, die in der roten Box, wo ich sehr zufrieden bin mit. Jetzt machen wir mal einen Kompressionstest. Also ich bin mit dem Fahrzeug jetzt mit dem Zylinder ungefähr schon vielleicht nicht ganz 100 Kilometer gefahren, aber immer Vollgas. Also ich konnte es halt einfach nicht erwarten. Ne? Also ich fahre halt dann, also Einfahrzeit sollte halt schon gegeben sein, aber viel war da nicht Einfahrzeit. Spielt mal keine Rolle. Was fährt das Ding? Es fährt so ungefähr 65, also ist alles Serie. Und jetzt gucken wir mal, was da an Kompression hintersteckt. Also vom Fahrverhalten wirklich gut. Lass uns mal checken. Wir gucken mal, was hier Kompression rauskommt. Ne? Als erstes schrauben wir mal die Zündkerzen raus. Die habe ich schon losgemacht im Vorfeld. Einfach, dass es schneller geht. Was ist gerade drin? Gerade ist eine B8HS drin. Ja, aktuell, man sieht bisschen rusig hier, ne? Also ein bisschen arg fett, aber lag jetzt hier an dem kurzen, also eigentlich gar keine Fahrt, nur Leerlauf, kalter Zustand. Normal ist die eigentlich schon braun, aber das ist kein optimales Kerzengesicht, das wir hier sehen. Aber spielt jetzt mal keine Rolle. So, jetzt drehen wir mal die Dinger da rein. Ich klemme den jetzt mal hier Kindersitz Fußhalterung ein. Mal gucken, ob das irgendwie gut funktioniert. Ihr könnt es erkennen. Also wir haben hier 9 Zylinder. Neuer Kolben. Schauen wir mal, was der eigentlich hergibt. So, was zeigt er an? 11 Bar, ne? Kann man gut erkennen, würde ich sagen. Ist auch sehr ordentlich. Also es ist immer mal einen ganz guten Vergleich zu haben, wenn man irgendwo einen Zylinder hat und dann einfach mal um zu testen, was kommt denn da eigentlich rüber überhaupt. Wenn du an deinem Moped mal testest, hey, hat keine Leistung oder so, vielleicht ist das ganz gut, mal das zu probieren. Jetzt nehmen wir den anderen. Also jetzt nehmen wir den nächsten Kompressionsprüfer. Also die sind nicht geeicht, nur nochmal hier, das sind irgendwelche. Deswegen würde ich das halt mal als groben Anhaltswert nehmen, gell? Jetzt kann man natürlich auch sagen, also der Motor ist kalt, ja, der ist wirklich kalt, da ist nichts gefahren, gar nichts, der ist genauso hier reingeschoben, der Bock. Und das sind jetzt Werte im kalten Zustand. Und so, jetzt kommt der nächste. Ich hoffe, man kann sehen. Jetzt schauen wir mal, was der hat. Was zeigt es mir denn an hier? Hier zeigt er fast gar nichts an. He? Also sieht mager aus. Machen wir nochmal einen neuen Versuch. Vielleicht ist auch der Kompressionstester einfach nur scheiße. Also seht ihr wieder das gleiche Ergebnis. Also kannst du die Tonne treten. Ich denke mal, dass probieren Sie es nochmal mit einem anderen Adapter.
einem beigesetzten Ding hier mit diesem Zusatzteil hier, ob das vielleicht einen Einfluss hat. Also ihr seht, die Anzeige scheint okay zu sein. Irgendwie ist dieser Schlauch nicht ganz, also ich habe nicht gehört, dass es daneben gezischt ist oder so. Vielleicht hat der irgendwie einen Schuss. Keine Ahnung, aber hier kann man erkennen, dass wir jetzt hier bei, wie viel liegen wir denn da gerade? Ja, ungefähr so bei 8 Bar, ja, würde ich jetzt mal sagen. Ganz grob 8 Bar, aber trotzdem. Wobei 8 Bar können schon realistisch auch sein. Wenn man jetzt so den Mittelwert nimmt von diesen hier 11 und 8, vielleicht hat der realistisch 9, 10 oder so. Probier nochmal, ich will es einfach nochmal wissen. Also das Ergebnis ist wieder ziemlich gleich. Jetzt wissen wir ungefähr, was das Moped gerade bringt. Aber irgendwie so ganz vertrauen tue ich dem Gerät jetzt hier nicht. Dem zweiten Kompressionsprüfgerät. Und jetzt, warum ich das mache, das erfahrt ihr jetzt dann gleich. Also man kann schon sagen, von der Kompressionswerte sind wir voll da. Wenn der mit seiner 11 richtig lag, ist es auch richtig geil. Glaube ich jetzt aber weniger. Aber auf 4 kann es auf gar keinen Fall sein. So, jetzt wieder zurück an der Werkbank. Ja, es sieht halt nicht aus wie bei manch anderem, wo es aussieht wie im Labor. Hier wird gearbeitet, hier ist halt was auf der Werkbank. Ich habe es jetzt mal ein bisschen das meiste auf die Seite geräumt, weil gerade viel Aktion ist. Da ist halt hier auch ein großer Betrieb auf der Werkbank. Aber das soll euch ja jetzt nicht stören. Heute geht es, wie schon gesagt, um Zündkerzen. Ich habe hier, jetzt geht es mal darum, was ist denn eigentlich die bessere Zündkerze? Und da möchte ich jetzt einfach mal ganz objektiv sein. Ich habe hier mal verschiedene Zündkerzen so aus meinem Fundus hingelegt. Ich gucke mal, was ich gerade noch so finde. Und ich erkläre auch gleich, welche ich verbaue. Ne? Also hier habe ich ja auch noch mal einige solche Zündkerzen drin. Hier, das sind also originale Zündkerzen, original DDR-Ware. Die hier ist aus der Schachtel hier raus. Ne? Hier ist auch noch mal ein ganzer Haufen DDR-Zündkerzen drin. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, da gibt es ja so viele unterschiedliche Meinungen, was ist denn die beste Zündkerze und wer fährt welche und tralala und schlag mich tot und Rennkerze und so weiter und so fort. Das soll jetzt aber nicht Thema sein. Es soll auch nicht Thema sein, welcher Wärmewert jetzt geeignet ist und welches nicht geeignet, sondern einfach grundsätzlich, welche nehme ich und wir testen die einfach jetzt mal, wie verhalten die sich eigentlich. Also das hier ist eine Isolator-Nachbau mit 2 Elektroden. Ich glaube, die wurde sogar als Tuningkerze oder was weiß ich ausgeschrieben. Grundsätzlich, worum bringen die 2 Elektroden mehr? Also der Funke, muss ich sagen, der sucht sich immer, kann man sagen, den kürzeren Weg. Also springt er immer zu der weniger abgenutzten Elektrode über. Soll so einen gewissen Sicherheitsfaktor, Zündsicherheitsfaktor geben, aber wenn die Kerze halt innen verrußt und verölt ist, dann hast du da halt auch nichts bei, ja? Oder wenn der innen kaputt ist, der Isolator. So, dann habe ich hier noch die Isolator, das ist jetzt eine 260er, so die gängige, die gängige Moped-Kerze. Geht da auf Fokus. Da testen wir jetzt gleich nochmal den Abstand hier. Das ist ein 0,4er Lineal. Der passt 0,4. Und hier, das wird auch passen. Das ist eine 260er Isolator Original und das ist hier 225er. Und zwar sind das regenerierte Kerzen, ja, also in der DDR wurden die dann wieder freigegeben. Da konntest du eine alte Zündkerze hinbringen und dann habe die wieder aufgearbeitet. Einfach Material sparen und so weiter und so fort. Und dann hast du diese überarbeiteten gekriegt.
so vom Hören habe ich gehört, dass die nachgearbeiteten dann nicht so gut waren. Aber waren auch billiger, aber weiß ich nicht, ja. Checken wir einfach mal. Dann habe ich hier noch eine drin, auch eine überholte. Und man sieht es hier, regenerierte Zündkerze. Gab es wahrscheinlich verschiedene Verpackungen, ne, so. So ist sie da rausgekommen. Also war jetzt noch nie geöffnet irgendwie. Also nicht von mir zumindest. Ja, die ist auch gestrahlt. Man kann es also erkennen, dass die gestrahlt ist. Original. Und wahrscheinlich erkennt man sie daran, dass sie schon mal eingebaut war, weil dieser Stift hier oben so leicht krumm ist. Na, ist ja egal. Ein weißer Deckel drauf. Schutzdeckel. Heute hast du ja nur so ein Papierding. Die habe ich schon mal geprüft gehabt. Das ist eine 260er. Und das ist hier die B8. So eine NGK, neuere. Und da kommt der Papierdeckel mit raus. Und ja, die ist schon mal getestet worden von mir. Aber wir nehmen jetzt mal eine ganz neue, zeige ich gleich. Ich habe dann eine Testkerze, also eine NGK. Also warum jetzt hier die falsche drin ist, ja auch. Aber es ist auch eine DDR, wie man sieht. DDR Spezial. Ist die hier irgendwo dabei? Da hat die eine andere Schrift. Das ist der Nachbau. Und das ist hier die da, Hanne. Ah ja, dann gibt es hier noch Isolator Spezial, die regenerierte. Da gab es anscheinend unterschiedliche Schriften. Ein bisschen wahrscheinlich ältere, man sieht es auch am Keramikgehäuse. Ja, ist egal, wir testen die einfach auch mal. Und dann habe ich noch eine NGK, die wir testen. So, jetzt mal der Reihe nach. Wie testen wir es? Ich zeige es jetzt mal. So, und zwar gibt es hier ein wunderschönes DDR-Zündkerzen-Prüfgerät. Ja? Und jetzt kommen wir gleich darauf, warum wir eben den Kompressionstest gemacht haben. Also mit dem Gerät kannst du eben auch die Zündkerzen strahlen, wenn sie verdreckt sind. Und da kannst du prüfen, wie gut eben der Innenwiderstand ist, ob die defekt ist, die Kerze unter Realbedingungen, sage ich jetzt mal, ausgenommen der Temperatur. Hast du auch unterschiedliche Aufsatzvarianten für Gewindegrößen. Und hier ist jetzt eine BH7 drin. Ne? So, jetzt kann man hier erkennen, dass wir hier bei 8 Bar liegen wir jetzt hier. Und jetzt erhöhen wir mal den Druck. Bei Rad ist jetzt eine Testkerze, eine neue, wohlgemerkt. Na gut, das ist jetzt schon gerade maximal. Jetzt machen wir hier Druckzufuhr. Jetzt hat das Ding, also 8 Bar. Was haben wir gesagt? Wir haben Kompression gehabt von 9,5 Bar. Je höher eben dein Kompressionsdruck ist, wenn du eine schlechte Zündkerze hast, dann bläst die dir einfach den Funke weg und dann funktioniert auch nichts. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass du, wenn du eine gescheite Kompression hast, dass eine gescheite Zündkerze drin ist, die eben das aushält, den Kompressionsdruck. Also sind mittlerweile sehr teuer, die Dinger, wenn man die noch bekommen will. Lohnt sich dann auch nicht immer, kann man gleich eine neue Kerze kaufen. Aber egal, wir testen jetzt einfach mal, was sagt das Gerät hier bei einer neuen Kerze. Also wir sehen hier, dass sie den Druck standhält und es gibt hier nur einen geringen Innenwiderstand, wo der Strom eben versucht abzuhauen. Ne? Ja, also man könnte schon so ein bisschen mit kleineren Aussetzern vergleichen, die aber hier nicht jetzt ins Gewicht fallen. Aber man kann sagen, die hat das jetzt gepackt. Jetzt nehmen wir mal eine andere Kerze. Das hier ist jetzt die neue gewesen, ja. Das ist nagelneu, das ist nur eine Testkerze für mich. Nehmen wir mal die neue Doppelfunken-Zündkerze hier. Isolator, so Nachbau. Eigentlich sollte man ein bisschen mehr Druck haben, ne? Also wir sind jetzt wieder bei 7,5 Bar. Ja, was sagen wir hier? Die funkt schon deutlich mehr daneben. Also hier, und man sieht auch innen, wie es da abläuft, war jetzt aber nett, ist jetzt nicht so, also sie hat da schon ein bisschen Schwierigkeiten mit. Also starkes Funkenfeuer bei ihr zu sehen, weniger zentral. So, jetzt kommt Isolator, Original DDR Isolator Zündkerze. Das ist die originale DDR-Isolator-Zündkerze. Die ballern wir mal rein. Es gibt ja immer viele, die sagen, oh, ich schwöre auf DDR-Kerzen oder eben nicht.
Ja, und jetzt mal ganz objektiv betrachtet, wir gucken uns das an und ich sage auch, was ich meistens fahre. So, also man sieht jetzt hier, ja, sie hat auch deutliches Funkenfeuer, aber ist jetzt nichts. Und man sieht auch, wenn man es genau betrachtet, neben der Elektrode, leider kann es der Fokus nicht so einfangen, neben der Elektrode kommt immer mal ein bisschen was vorbei, macht nichts, aber sie ist relativ stabil. Würde sogar sagen, dass sie stabiler läuft wie die Doppelfunken. Ich habe hier nochmal eine alte gefunden. Also ist auch so ein alter Klopper. Wir testen die mal. Da weiß jetzt natürlich keiner mehr, wie. Oh, Alter. Also ich denke, da ballert es richtig. Also ich denke mal, oben schon, da geht es richtig zur Sache hier. Die hat so einen hohen Innenwiderstand, dass die am Arsch ist. Der Funke, der haut da knallhart vorbei, wo er nur kann. Aber egal, war jetzt mal witzig zu sehen. Jetzt kommen wir zur Isolator. Original DDR Isolator Zündkerze. So, jetzt nehmen wir als nächstes die Isolator Spezial. Isolator Spezial regeneriert. War jetzt noch nie im Einsatz, das Ding. Etwa 7 Bar, ja. Also sie läuft knallhart. Also sie hat echt einen sauberen Funken, kaum kein Streufeuer, gar nichts. Man sieht hier, teilweise gibt es immer noch kleinere Aussetzer, was so diese, ja, wo es halt der Innenwiderstand relativ hoch ist. Aber ich finde, die läuft richtig schön. Aber hier natürlich klar, jetzt wird der Innenwiderstand höher. Wahrscheinlich, wenn sie heiß wird, hast du noch mehr Aussetzer. Das sind aber wahrscheinlich Aussetzer, die du eher weniger merkst. Im reinen Fahrbetrieb wirst du die wahrscheinlich gar nicht so oft merken. Als nächstes auch eine regenerierte Zündkerze, und zwar die aus der braunen Schachtel. Regenerierte Originalkerze aus der DDR, braune Schachtel. Let's check. Power. Also man hört auch am Klang, sie läuft wirklich schön. Und kaum Zündaussetzer. Je höher der Druck wird im Brennraum, desto mehr haben die Kerzen Zündaussetzer. Jetzt sind wir natürlich auch schon abgefallen auf fast 6,5 Bar. Das hat natürlich auch einen Einfluss. Kompressor nochmal eingeschalten. Jetzt sehen wir hier, wir sind hier jetzt auf 9 Bar. Also sagen wir, so wie es in meinem Moped jetzt gerade ist, neuer Zylinder. Jetzt checken wir mal den Stand. Ja, na, jetzt hast du hier schon deutlich mehr Aussetzer mit der Zündkerze, mit der regenerierten. Sie läuft nach wie vor, aber sie tut sich da teilweise schwer. Man hört es dann auch, dass sie gewisse Aussetzer hat. Wirst du beim Fahrbetrieb nicht unbedingt merken, aber trotzdem sind Aussetzer eben da. Jetzt muss man natürlich trotzdem nochmal, nehmen wir trotzdem nochmal ganz kurz die Doppelfunken spulen. Einfach weil wir jetzt ein höheres Druck haben. Checken wir die jetzt mal bei 9 Bar. Ja, immer noch knallhart, die ballert voll dagegen hier. Also die ballert trotzdem voll raus, voll die Funkenaussetzer. Die hat schon größere Probleme mit. Da war die DDR-Kerze definitiv besser. Nehmen wir nochmal, was ich gesagt habe, die DDR Isolator Speziala. Das ist die Spezialkerze. Hier gucken, was die sagt. Auch Original DDR. Power 9 Bar. Ja. Kommt aber insgesamt deutlich besser weg. Na, also die hat schon weniger Aussetzer. Also die macht schon richtig gut. Und jetzt nehmen wir noch die letzte. Ist auch eine Isolator Spezial. Kann jetzt leider nicht das Baujahr sagen.
Ich würde jetzt mal vermuten, späteres Baujahr. Die ist jetzt auch nicht gereinigt, muss man ihr jetzt noch mal ein bisschen nachsehen. Der geben wir auch noch mal volle Pulle. Ja, also die kommt da schon besser klar. An innen hat es natürlich Streufeuer, ist klar, da ist halt Dreck drin in der Kerze und so. Aber geht eigentlich, geht eigentlich. Ne? Also schon nicht schlecht. Jetzt können wir die auch noch mal reinigen und dann noch mal checken. Also hier kann man die Sandstrahlen. Kann man es erkennen. Es war jetzt nur mal kurz, ne? Also es war jetzt keine so 100% Reinigung. Jetzt sprühe ich den Sand hier nochmal ab. Drehen wir die nochmal rein. Gucken mal, ob es einen Unterschied hat. Also ihr könnt euch auch eure eigene Meinung jetzt dazu bilden. Ja, wir sind jetzt natürlich ein bisschen wieder abgefallen auf fast 8 Bar. Sie hat immer noch geht's daneben raus, aber ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Jetzt will ich natürlich auch noch mal die NGK-Kerze, die Testkerze prüfen unter Hardcore-Bedingungen. Jetzt lasse ich hier noch mal ein bisschen. So, also jetzt sind wir wieder bei 9 Bar. Und jetzt haben wir noch mal die neue Testkerze, die NGK-Kerze rein. Gucken, wie die sich jetzt verhält bei dem Maximaldruck. Und dann bilden wir unsere Meinung. So. Übrigens, das hier ist auch ein Zündkerzenprüfgerät der Marke Bosch. Ist jetzt nicht angeschlossen, aber auch ein richtig geiles Gerät, hat aber keine Sandstrahlfunktion. Funktioniert aber auch richtig gut. Man erzeugt quasi den Druck über den Hebel hier, den man betätigt. Und dann wird eben über externen Stromschalter das Gerät aktiviert. Und dann kann man eben sehen, wie das Ding losgeht. Ist also auch ein richtig feines Teil. Jetzt haben wir hier nochmal die Zündkerzen im Blick. Das war hier die Doppelfunkenkerze. Nachbau. Hat ein Streufeuer gehabt und kam nicht so richtig geil weg. Dann haben wir hier die Original-Zündkerze gehabt, was deutlich besser war wie die Doppelfunke. Dann haben wir hier die regenerierten, die waren, sage ich jetzt mal, die waren eher gleichwertig, waren beide nicht schlecht, ja, waren beide gut. Und dann haben wir hier noch eine nicht regenerierte Isolator Spezial. Fand ich, war sogar noch besser, eine Idee besser wie die regenerierten. Dann haben wir hier die neuere Isolator Spezial, die wir nochmal gestrahlt haben. Die war eigentlich gar nicht so schlecht. Da würde ich auch ungefähr in dem Feld wie die andere setzen. Aber was ich definitiv jetzt sage, ist, dass die BH7, also die NGK, ist in meinen Augen definitiv die beste gewesen, die also auch bei den Drücken wirklich gut abgeschnitten hat. Und ich persönlich fahre auch NGK-Kerzen, bin also zufrieden mit, will jetzt aber nicht sagen, dass die Isolator oder so schlecht sind, also kommen bei mir auch immer wieder mal rein, ja, also so ist es nicht. Da habe ich sogar das Gefühl, dass die sogar besser mit Dreck klarkommen wie die NGK. Also damit meine ich jetzt so Verrußungen, so Öl, ja, so da kommen, glaube ich, die Isolator länger besser weg, gefühlt, ja, also gefühlt, ne, wie die NGK. Und die NGK, ich glaube, also gefühlt waren die auch schon mal besser, ne? Aber trotzdem ist es aktuell noch mein Favorit. Oh, mir ist jetzt hier nochmal eine dazwischen gekommen. Die habe ich jetzt gerade entdeckt. Eine Zündkerze IFA Tuning Spezial. Also das ist dann tatsächlich die gleiche, die wir getestet haben. Ne? Die haben wir ja schon getestet. Ne? Die haben schon ordentliches Streufeuer und einen relativ hohen Innenwiderstand. Ja, also diese Originale
Nachbau-Isolator-Zündkerze von Beru. Habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden, aber die haben mich immer sehr enttäuscht. Die habe ich gar nicht mehr da, weil die fliegen bei mir immer gleich in den Mülleimer. Die verrecken andauernd. Also so war es jetzt bei mir. Meine Erfahrung hat es gezeigt. Also die habe ich gar nicht mehr da. Ich hätte es jetzt gerne mal gezeigt. Ach ja, und noch was. Das Sandstrahlen ist schon eine geile Sache. Und aber weil ihr so ein Gerät eigentlich ja gar nicht mehr so richtig findet, es gibt auch sowas, ne? Das ist so ein Beutel, in dem ist Sand drin. Das wird dann normal an Druckluft angeschlossen. Vorne kommt die Zündkerze rein. Und dann gibt ihr halt Power drauf, dann wird die auch gestrahlt, ne? Es funktioniert in ähnlicher Weise. Das soll so mal ein Alternativ sein. Wenn ihr sowas nicht habt oder bekommt, könnt ihr das auch mit sowas probieren. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen hoch. Und wenn ihr mehr über Simson Zweitakt und Autos sehen wollt, schaut auf meinem Kanal vorbei. Danke fürs Reinschauen, wir sehen uns. Ciao!